Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Ihr seht hier meine Wanda, genauer gesagt ist das die Ascocenta Princess Mikasa Orange. Die ist aktuell schon verblüht und ich war gerade auf Facebook unterwegs, deswegen bin ich auf dieses Thema gekommen. Da wurde nämlich mit einer ähnlichen Pflanze, die ähnlich aussah, da war der Blütentrieb auch schon total gelb, die Frage gestellt, die Wanda ist verblüht. Was mache ich jetzt mit der Wanda? Da habe ich mir die Kommentare durchgelesen, ist immer wieder mal ein bisschen interessant. Und zwar ging einmal auch die Frage, soll man den Blütentrieb abschneiden, ja oder nein? Jetzt seht ihr, der Blütentrieb ist jetzt schon komplett vertrocknet oder beziehungsweise ist gerade dabei zu vertrocknen. Und bei Wanda ist das so, es geht relativ schnell, dass die Blüten abgeworfen werden und dann ist der Blütentrieb am Absterben. Ein Kommentar war, wenn man den Blütentrieb abschneidet, dann kommt die Pflanze schneller zum Blühen. Okay, jetzt war bei dieser Pflanze, die dargestellt wurde, der Blütentrieb schon komplett vertrocknet. Die Frage ist jetzt, warum soll ich den denn abschneiden? Nur damit die Pflanze merkt, das Vertrocknete ist abgeschnitten und ich muss jetzt, oder ich kann jetzt schneller blühen. Das ist doch Quatsch, weil das, was vertrocknet ist, ist ja schon abgestorben. Das hat ja mit der Pflanze schon gar keinen Kontakt mehr. Muss ich den Blütentrieb abschneiden? Im Grunde muss man das nicht machen. Man kann ihn auch dran lassen. Schaut nur nicht ganz so schön aus. Und man kann im Grunde einfach hergehen, nimmt eine Schere, schneidet relativ knapp den Blütentrieb ab und sollte auch den Blütentrieb komplett treffen. Und dann ist der Blütentrieb weg. Allerdings hat der, da er schon von der Pflanze abgestoßen worden ist, überhaupt gar keinen Einfluss mehr darauf, einen kommunikativen Einfluss, so nach dem Motto, ich bin jetzt abgeschnitten, neue Blütentriebe dürfen gebildet werden. Das hat gar keinen Einfluss auf die Pflanze. Wenn er schon abgetrocknet ist oder vertrocknet ist oder abgestoßen ist, weil jetzt er schon gelb wird, dann kommuniziert hier dazwischen nichts mehr. Das wäre der Fall, wenn er noch richtig schön grün wäre und die Pflanze, sage ich mal, jetzt aktuell in der Blühphase ist. Sie merkt, der Blütentrieb ist abgebrochen, warum auch immer, weil ein Affe vom Baum abgestürzt ist und den Blütentrieb abgerissen hat. Dann wird sie sagen, oh, da ist was passiert, ich sollte schnell einen Blütentrieb bilden. Wenn es eine Wanda ist, die sehr blühfreudig ist, dann kann es natürlich durchaus sein, dass wenn der Blütentrieb weg ist, nach der Blühphase, sie natürlich erst einmal wieder ein bisschen Zeit braucht, um Energie zu tanken. Aber dadurch, dass er jetzt aktuell der Sommer erst richtig begonnen hat, die Lichtintensität zugenommen hat, durch die höhere Lichtmenge, die vorhanden ist, die Pflanze einfach angeregt wird, nochmal zu blühen oder wieder zu blühen und häufiger zu blühen. Gut möglich, wenn sie blühfreudig ist, dass hier sogar schon irgendwo schon ein Ansatz von einem Blütentrieb ist. Allerdings sehe ich das noch nicht. Dazu müsste hier der Spross nochmals deutlich länger sein. Im Moment ist er ja im Wachstum, was man sehen kann, hier die neuen Blätter und deswegen wird es wahrscheinlich mindestens noch 1-2 Monate dauern, bis die Pflanze wieder auf die Idee kommt, hey, ich mache einen Blütentrieb. So viel zum Thema Wanda, die verblüht ist, was man damit macht. Blütentrieb kann man abschneiden. Ich würde immer warten, bis er gelb wird oder schon vertrocknet ist, dann kann man das einfach problemlos machen. Dann braucht man auch nicht das Schneidwerkzeug desinfizieren. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Man überlässt das einfach der Pflanze und in der Natur ist das ja auch nicht anders. Und da wachsen sie natürlich auch bestens und blühen natürlich wie verrückt, meistens länger als bei uns. Genau, wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Orchideen, ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren, hier unten das Herzchen drücken zum Danke sagen, auf der Webseite einen Kaffee ausgeben, www.orchideenhobby.de oder die Kanalmitgliedschaft nutzen und die ganzen Videos, die vorab hochgeladen werden, schon früher sehen als alle anderen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video, bis dahin und tschüss.